Ahitophel machte Absalom noch einen Vorschlag. Erlaube mir, dass ich sofort ein Heer von 12.000 Mann aufstelle und noch heute Nacht die Verfolgung von David aufnehme. Ich will ihn überraschen, solange er erschöpft und entmutigt ist. Wir werden seine Leute in Angst und Schrecken versetzen, sie werden fliehen und dann bringe ich den König um. So wird nur er allein getötet und ich kann dir ganz Israel als dein Volk zuführen. Dann herrscht wieder Frieden im Land. Dieser Vorschlag gefiel Absalom und auch die 7 Oberhäupter von Israel stimmten zu. Trotzdem sagte Absalom: Wir wollen erst noch hören, was der Arkiter Huschai dazu gemeint. Jemand soll ihn holen. Als Huschai da war, erklärte Absalom Ahitophels Plan und fragte: Was denkst du, sollen wir so vorgehen oder hast du eine bessere Idee? Huschai antwortet: Mir scheint, diesmal hat Ahitophel dir keinen guten Rat gegeben. Du kennst doch deinen Vater und seine Männer. Sie sind alle kampferprobte Soldaten, sie werden erbittert kämpfen, wie eine Bärin, der man die Jungen weggenommen hat. Dein Vater ist ein erfahrener Heerführer, er wird kaum bei seinen Leuten übernachten. Wahrscheinlich hat er sich längst in einer Höhle oder sonst irgendwo versteckt. Wenn gleich am Anfang einige deiner Soldaten fallen und es überall heißt, Absaloms Heer hat eine Niederlage erlitten, dann bekommen alle deine Männer es mit der Angst zu tun, selbst wenn sie tapfer sind wie Löwen. Da kannst du dir sicher sein, denn in Israel weiß jeder, dass dein Vater ein erfahrener Heerführer ist und die besten Soldaten um sich hat. Darum rate ich dir, berufe alle wehrfähigen Israeliten von Dan im Norden bis Beersheba im Süden. Dann kannst du ein riesiges Heer aufstellen mit Soldaten, so zahlreich wie der Sand am Meer. Du musst sie aber selbst anführen. Dann spüren wir David auf, egal wo er sich versteckt. Du wirst sehen, wir fallen über seine Soldaten her und verschonen niemanden, so wie Tau am frühen Morgen auf die Erde fällt und alles bedeckt. Keiner wird mit dem Leben davonkommen, auch er selbst nicht. Hat David sich aber in einer Stadt verschanzt, dann sollen deine Männer Seile an die Mauern befestigen und die ganze Stadt ins Tal schleifen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da waren sich Absalom und die führenden Israeliten einig. Huschais Vorschlag ist besser als Ahitophels. Sie wussten nicht, dass der Herr hier seine Hand im Spiel hatte. Er vereitelte Ahitophels Plan, obwohl er eigentlich der bessere war. Denn der Herr wollte Absalom ins Unglück stürzen. Huschai berichtet den Priestern Zadok und Abjatar, was Ahitophel Absalom und den 7 Oberhäuptern Israels geraten hatte. Auch von seinem eigenen Vorschlag erzählte er ihnen. Dann sagte er: Schickt nun sofort einen Boten zu David. Er soll ihm alles mitteilen und ihn warnen, auf keinen Fall am Rand der Wüste zu übernachten. Er muss unbedingt heute noch den Jordan überqueren, sonst ist er verloren und mit ihm alle seine Begleiter. Jonathan und Chimaras warteten inzwischen außerhalb von Jerusalem bei der Quelle Rogel, denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen. Eine Magd überbrachte ihnen die Nachricht für David, doch sie wurden von einem jungen Mann gesehen, der gleich zu Absalom ging und es ihnen meldete. Schnell brachen die beiden auf. Unterwegs fanden sie bei einem Mann in Bahurim Unterschlupf. Sie versteckten sich in der Zisterne in seinem Hof. Die Frau des Mannes breitete eine Decke über die Öffnung und streute Getreidekörner zum Trocknen darauf, damit niemand etwas merkte. Bald kamen Soldaten Absaloms zu dem Haus und fragten die Frau: Wo sind Ahimaas und Jonathan? Sie antworteten: Die beiden sind fortgegangen, sie wollten den Bach dort überqueren. Die Männer suchten weiter. Als sie nichts fanden, kehrten sie unverrichteter Dinge nach Jerusalem zurück. Kaum waren Absaloms Leute verschwunden, kletterten Ahimaas und Jonathan aus der Zisterne und eilten zu David, um ihm den Bericht zu erstatten. Ihr müsst sofort den Jordan überqueren, sagten sie zu ihm und erzählten, was Ahitophel Absalom geraten hatte. Schnell brachen David und alle seine Begleiter auf und überquerten noch in derselben Nacht den Jordan. Beim Morgengrauen war auch der letzte von ihnen am anderen Ufer angelangt. Als Ahitophel merkte, dass Absalom nicht auf sein Rat hörte, sattelte er seinen Esel und ritt in seine Heimatstadt zurück. Zu Hause regelte er noch die letzten Dinge. Dann erhängte er sich. Man begrub ihn in seinem Familiengrab. David war schon in Mahanaim angekommen, als Absalom noch mit dem israelitischen Heer den Jordan überquerte. Absalom hatte Amsa zu seinem Heerführer ernannt, denn Joab war bei David. Amsa war der Sohn eines Ismaeliters namens Jeter. Seine Mutter hieß Abigail, sie war eine Tochter von Isai und die Schwester von Jobas Mutter Zeruja. Absalom und die Israeliten schlugen ihr Heer Lager bei Gilead auf. David war noch nicht lange in Mahanaim, als 3 Männer zu ihm kamen: Shobi, ein Sohn von Nahasch aus Raba, der Hauptstadt der Ammoniter, Machir, ein Sohn von Amiel aus Lodabar und Basali aus Moklim in Gilead. Die 3 brachten David und seinen Männern Schlafmatten mit, Töpfe und Schüsseln, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Getreidekörner, Bohnen und Linsen, Honig, Butter und Käse sowie einige Schafe und Ziegen, denn sie dachten: Bestimmt sind sie hungrig, durstig und erschöpft von ihrem Marsch durch die Wüste.